Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir sind in Sao Paulo mal wieder in unserem Lieblingsterminal 3, fliegen heute mit der Swiss in der Business Class. Was? Nicht TAP Portugal? Nee, Swiss in der 777-300ER Business Class nach Zürich. Über 11 Stunden lang, da freue ich mich schon sehr drauf. Wir sind schon sehr lange nicht mehr mit der Swiss in der Business Class geflogen. Und vor allem, wir fliegen dieses Mal Business Class zum Economy-Preis. Wie das funktioniert, wie das geht, das erklären wir euch im Laufe des Videos. Jetzt gehen wir erstmal in die Lounge. Wenn wir mit der Swiss fliegen, die gehört ja zur Star Alliance, dürfen wir hier in Sao Paulo, mein Koffer, in die Star Alliance Lounge gehen. Die ist ziemlich neu, modern, gibt sehr leckeres Essen, sind wir total gerne drin. Aber heute probieren wir mal eine andere Lounge aus, denn wir können mit unserer American Express Platinum Kreditkarte, die wir ja besitzen, in die American Express Lounge gehen. Die ist nämlich genau hinter euch. Okay, wir haben uns das anders überlegt. Das ist zwar eine American Express Lounge, aber es ist auch eine normale Priority Pass Lounge und auch für viele andere Airlines gedacht. Also ist sie ziemlich voll, da gehen wir doch lieber in die Star Alliance Lounge. Das ist ja der Vorteil, wir können uns halt mit dieser Karte aussuchen, welche Lounge wir besuchen wollen. Ansonsten, wenn man ein normales Business Class Ticket hat oder einen Status hat, hat man halt nicht unbedingt immer die Wahl. Da muss man die Lounge nehmen, die es halt gibt. Oder hier, das wäre auch beispielsweise auch noch eine Priority Pass Lounge gewesen, genau wie hier. Wir sind ja letztes Mal British Airways geflogen und sind trotzdem in die Star Alliance Lounge mit unserem Priority Pass, weil es dann einfach leckerer ist. Das war ja fast genauso gut wie die bei Qatar Airways, ne? Man lässt immer noch so ein bisschen Luft. Ja, das ist ja auch deiner. Ach so, okay. Du brauchst die Luft nicht. Wir freuen uns gerade tierisch, aber das könnt ihr wahrscheinlich nicht verstehen. Hier in der Star Alliance Lounge gibt es ein extrem leckeres Art Beef Gulasch oder wir nennen es Stew, kann man es auch nennen, schmeckt total lecker. Und das letzte Mal gab es das nicht. In der Schüssel. Oh, lecker. Ich werde jetzt nicht so viel hier durch die Lounge laufen. Erstens sind schon ziemlich viele Leute hier drin und zweitens sind wir schon so oft hier gewesen. Ihr könnt euch einfach mal unser Swiss First Class Video anschauen. Ihr könnt euch aber auch unser TAP Portugal Video anschauen. Und wir müssten noch ein anderes Video haben, was schon etwas in Turkish Airlines zum Beispiel. Bin ich auch von hier aus abgeflogen. Also wir sind schon ziemlich oft hier in Sao Paulo in dieser Lounge gewesen. Oder sogar mit British Airways, wie ich vorhin gesagt habe. Da waren wir ja auch in dieser Lounge. Stimmt. So, das war's jetzt aus der Star Alliance Lounge. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserem Gate 310, also Terminal 3. Gate 10 kann man das so sehen. Und dann geht's ab in die 777-300ER. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht kommen wir auch ein bisschen früher an Bord, dass wir ein bisschen ein Preboarding euch zeigen können, wie die Kabine aussieht, wenn sie leer ist. Wenn nicht, ja dann halt nicht. Gucken wir mal. Leider ist das Wetter heute nicht so toll und ich glaube, wir starten auch dann, wenn die Sonne schon untergegangen ist. Es geht nämlich gerade unter, es ist 18 Uhr ungefähr. Da steht sie schon, die HBJNA. Das ist unsere Maschine heute nach Zürich. Die meisten 777 von Swiss sind ja ziemlich neu. Wir hatten jetzt erst kürzlich eine, die war 1 Jahr alt. Wie alt diese Maschine ist, werdet ihr gleich in einem Einblender sehen.
So Leute, und wir haben von der Swiss ein Pre-Boarding bekommen. Das bedeutet, wir dürfen im Gegensatz zu allen anderen Gästen so 10 Minuten oder so früher an Bord gehen. Und da das ja etwas ist, was ihr nicht haben könnt, blenden wir während dieser Szenen jetzt unterstützt durch Produktplatzierung ein, obwohl wir dieses Ticket natürlich selber bezahlt haben. So Leute, wir sind an Bord der Swiss, der 777-300 ER. Ihr kennt sie wahrscheinlich, wir sind sie erst kürzlich in der First Class geflogen. Jetzt in die Business Class. Sie besteht aus 2 Abteilen. Also das große Abteil ist vor der Economy. Und ein ganz kleines Abteil der Business Class befindet sich gleich hinter der First Class. Es sind nur 2 Reihen, das heißt also die ganz große Kabine im Hauptbereich. Es sind insgesamt 62 Business Class Sitze hier und ihr könnt es sehen. An den Fenstern sind sie teilweise abwechselnd 1, also das ist sozusagen der Thron, sagt man ganz gerne, weil man dort alleine sitzt, oder halt 2er, weil man zusammensitzen möchte. In der Mitte generell immer nur 2 Sitzplätze nebeneinander. Nochmal schnell ein Blick in die Economy Class, die in einer 3-4-3 Konfiguration kommt, in 2 Abschnitten, also 2 Kabinen. Wie immer ganz gerne empfehle ich euch, wenn ihr es könnt, einen Platz euch zu reservieren. Am Notausgang schaut euch die Beinfreiheit an. Also immer gucken, wenn ihr eincheckt. Ansonsten ja, könnt ihr euch aussuchen, wo ihr sitzen wollt. Die Kabine ist mega groß. An jedem Platz gibt es ein eigenes Entertainment-System, also das heißt Bildschirm, Tisch, ein Kissen, Kopfhörer, Decke. Ja. Und wenn man Glück hat und die Kabine, wenn man weiter hinten sich einen Platz reserviert hat, in der Mitte oder an den Seiten, hat man eventuell auch eine ganze Reihe für sich alleine und könnte sich dann hier auch breit machen. Wäre auch möglich. Oh, das sieht doch gut aus. Die ganz kleine Business-Class-Kabine hinter der First Class und vor der zweiten großen Business-Class-Kabine. Nur 2 Reihen, aber die besten Sitzplätze sollen ja die in der ersten Reihe sein. Da hat man, das sind die sogenannten Bulkhead-Sitze, wo man seine Füße in den Bereich da reintragen lassen kann. Ist eigentlich ziemlich privat. Und da ist die First Class. Und die kennt ihr ja bereits aus meinem Video. Wenn nicht, dann drückt mal auf das i, dann könnt ihr unseren First-Class-Flug mit der Swiss nach Zürich, übrigens auch von Sao Paulo, nochmal angucken. So, Boarding ist in 2 Minuten. Wir haben viel gesehen, viel gezeigt und jetzt heißt es, Leute kommen an Bord und dann müssen wir gucken. Ich will euch noch eine Sache zeigen, nämlich den Sitz.
Und das ist das flache Bett, habe ich jetzt euch diesmal gleich am Anfang gezeigt, weil es noch keine Leute hier an Bord gibt. Und wie gesagt, es ist ein flaches Bett, 180 Grad Liegefläche, ziemlich weich. Wir haben es ja schon auf dem Herweg getestet. Bedienen kann ich ihn hier links von mir. Die genauen Maße werde ich euch wie immer gleich mal einblenden. Mit Sicherheit kann ich hier sehr gut schlafen. Solltet ihr zu zweit reisen, ist das hier ganz toll. Also wenn ihr euch kennt, wenn ihr alleine reist, am besten nehmt ihr den da. Denn dort sitzt ihr ganz privat, ganz alleine. Sie haben einen angenehmen Aufenthalt hier in Südamerika, fühlen sich bereits wohl an Bord auf dem Schnabel im Wasser. Muss auch mal sein. Ja. Danke. Ach, super, danke. Ja, geschätzte Gäste, noch eine zusätzliche Information. Ein Filmteam wird während dieses Fluges in gewisser Klasse Filmaufnahmen machen, welche öffentlich verwendet oder ausgestrahlt werden können. Personen, die nicht gefilmt werden möchten, sich beim Kabinenpersonal zu melden. Besten Dank. So, bevor ihr euch jetzt wundert, wir konnten uns umsetzen. Wir saßen zuerst in der Reihe 17, A und B. Jetzt haben wir uns umgesetzt, ebenfalls in die Reihe 17, aber K. Ich bin jetzt auf 17K, das ist nämlich der sogenannte Thron. Ist für denjenigen, der alleine reist, die beste Wahl. Davon gibt es einige Plätze hier, lassen sich aber nicht ganz so einfach im Vorfeld reservieren. Solltet ihr einen Status haben, könnt ihr bei der Swiss anrufen. Also habt ihr einen Status bei der Star Alliance, einfach bei der Swiss anrufen, bei der Senator Hotline und den Sitzplatz reservieren. Ansonsten, ja, am besten beim Check-in nochmal fragen. Was habe ich denn hier an meinem Sitzplatz? Eigentlich schon eine ganze Menge. Die Menükarte kommt während des Boardings zusammen mit dem Welcome Drink. Die Menükarte ist in Deutsch, Englisch und Französisch. Ebenfalls habe ich jetzt schon weggepackt, liegt das Amenity Kit an dem Sitzplatz. Diesmal ist es ein Hardcase, also eine Metallbox. Letztes Mal auf dem Hinflug war es ein Säckchen und es gibt noch eine andere Art von Amenity Kit bei der Swiss. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Das ist ebenfalls ein Stoff Amenity Kit. In diesem Fall ist es wie gesagt eins aus Metall. Dann habe ich eine Decke an meinem Sitzplatz, außerdem ein weißes, flauschiges Kissen. Links befinden sich die Kopfhörer, Noise Cancelling, Headphones kann man sie nennen und wenn ich möchte auch noch hier ein Bügel. Damit kann man halt sich seine Jacke oder sein Jackett abnehmen lassen. Dann wird es hier irgendwo im Flugzeug untergebracht und eine Flasche Wasser. An den Sitzplätzen, beispielsweise in der Mitte oder an den Sitzplätzen, die einzeln sind, gibt es ein ziemlich großes Fach hier, eine Verstaumöglichkeit, in dem man es runterfahren lässt und da passt schon eine ganze Menge rein. Neben dem habe ich natürlich die ganzen Ablagemöglichkeiten. Hier zum Beispiel kann ich meinen Case für die Kopfhörer unterbringen oder dafür eine Flasche Wasser oder unter dem Monitor. Das ist wieder der Nachteil an dem Einzelplatz. Da ist der Bereich, also ist das Compartment, die Ablagemöglichkeit unter dem Monitor ziemlich klein. In den Zweiersitzen, da ist das viel größer, da passt auch viel mehr rein. An den Zweiersitzen habe ich nicht dieses große Compartment.
ich kann diesen Monitor, das haben wir jetzt kürzlich nämlich bei United bemängelt, aber auch bei anderen Airlines ist es leider so, man kann den Monitor anwinkeln. Auf den ersten Blick denkt man sich, warum? Was hat das denn für einen Sinn? Ganz einfach, wenn ich nämlich da liege, dann bin ich viel tiefer als der Monitor. Und da das ja so ein Monitor ist, der eigentlich nur von der geraden Fläche anzugucken ist, kann ich eigentlich nur Schatten sehen. Also es ist ganz, ganz schwierig, dann was zu schauen. Wenn ich den Monitor aber anwinkel, dann ist es viel einfacher und das Bild ist viel klarer. Hier links von mir befindet sich der Tisch. Mit Knopfdruck kommt er rausgefahren. Ich kann ihn rausfahren, ausklappen und in eine Position bringen, die mir am liebsten ist. Hier links ist die Bedienung für das Entertainment-System, der Controller, der sogenannte Controller. Sehr innovativ einstellbar. Ich kann auf diesen berührungsempfindlichen kleinen Monitor bereits alles auswählen, was ich will. Wähle mir meinen Film aus und der wird dann auf dem Hauptmonitor abgespielt. Auswahl ist sehr, sehr gut, finde ich. Und wenn ich möchte, kann ich auch direkt die Auswahl treffen. Es sollen nur deutschsprachige Filme angezeigt werden oder englischsprachige und andere. Also Portugiesisch gibt es noch, Italienisch, Französisch. Kann ich alles vorher einstellen, dann werden mir nur diese Spielfilme oder Serien angezeigt. Das ist eine tolle Sache. Neben Film habe ich natürlich auch die Möglichkeit, hier Serien anzuschauen. Spiele gibt es für die Kinder und die Flight Map finde ich ganz toll. Ich kann mir also quasi die gesamte Flugroute anschauen und ich sehe gerade, Flugzeit heute ist knapp 11 Stunden bis nach Zürich. Wir kommen also morgens um 10.30 Uhr an. Den Sitz kann ich hier links in der Schnellfunktion einstellen. Einzeln einstellbar ist er hier auch noch links. Weiter in diesem kleinen Fach. Dann kann ich auch die Sitzhärte einstellen und auch die Massagefunktion. Wobei diese Massagefunktion aber auch so ein bisschen komisch ist. Also ich merke da immer nichts bei. Ich nehme das Beef, ich probiere das mal. Ich habe euch ja vorhin die Economy Class gezeigt. Die 777-3ER verfügt über 3 Klassen, First Class, Business Class, Economy Class, und die Swiss besitzt ja bekanntlich 10 Stück dieser Flugzeugtypen, hat jetzt aber noch 2 weitere bestellt, beziehungsweise bekommt 2 weitere. Und ich weiß, dass es jetzt demnächst soweit sein wird, dass die Swiss ebenfalls noch eine 4. Klasse einführen wird, nämlich die Premium Economy. Dann ist die Swiss neben der Lufthansa und der Austrian die 3., beziehungsweise eigentlich ja noch, gibt es noch andere Airlines, aber ist es dann die nächste Airline, die die Premium Economy anbietet. Da freue ich mich total drauf. Und es gibt ja auch noch ein weiteres Gerücht, oder eventuell ist es auch schon fest, aber ich weiß es noch nicht wirklich, denn die Lufthansa Group hat ja diverse A350er und Dreamliner 787-9 bestellt, und vielleicht bekommt die Swiss ja von diesen Bestellungen auch ein paar Flugzeuge ab. Das würde mich auf jeden Fall freuen für die Swiss. Ja, wir sitzen jetzt hier, weil ich euch am Anfang des Videos ja schon gesagt habe, in der Business Class zum Economy-Preis. Wir haben bezahlt tatsächlich nur 800 € pro Person für einen Flug von Moskau über Zürich nach Seoul und zurück. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt denken, oh, Moskau, wer fliegt denn von Moskau aus? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Aufgrund dessen war es auch so günstig, weil es wahrscheinlich ein Angebot der Swiss für Russland war. Wir haben es trotzdem gemacht und wir haben den Trick angewendet, einfach von Deutschland aus nach Moskau zu fliegen. Wir waren nur im Transit und sind dann direkt weitergeflogen. Auch nur so funktioniert es, wenn man sich kein Visum besorgen möchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Hätten wir jetzt zum Beispiel einen Zubringerflug von der Schweiz nach Moskau gebucht, um wieder zurückzufliegen in die Schweiz, hätte es nicht funktioniert. Er hätte dann wahrscheinlich bei der Einreise oder dann beim Boarding jemand gesagt, nee, no way, ist nicht möglich, denn es gilt das Prinzip wie zum Beispiel auch in China, man kann nur aus einem Drittland kommen oder in ein Drittland weiterreisen. Das heißt, Deutschland, Russland, Schweiz ist möglich, oder Deutschland, Russland, wo auch immer hin, aber nicht Deutschland, Russland, Deutschland oder Schweiz, Russland, Schweiz. Also wichtig für euch zu wissen. Alles, was Tipps und Tricks, unsere Travel Hacks, unsere Deals und was ein Status ist auch immer ganz, ganz wichtig. Erzähle ich immer wieder. Oder Kreditkarten, wie man am schnellsten und am einfachsten an einen Premiumflug kommt, das erklären wir euch in unseren Travel Hacks auf unserer Webseite. Einfach mal auf das i drücken, dann kommt ihr auf unsere Seite globaltraveler.tv und findet dann dort alles, was ihr benötigt. Und wir haben übrigens auch jetzt eine Flugsuche. Solltet ihr mal nach einem bestimmten Flug suchen oder wir haben ein Deal online, dann könnt ihr eure bestimmten
Flüge auf unserer Seite direkt raussuchen und auch buchen. Ist in diesem Fall auch ganz, ganz wichtig, denn es gibt ja Momondo und ganz viele andere Flugprogramme, die auf sogenannte OTAs verweisen, Online Travel Agent. Die sitzen auch oft im Ausland und haben wirklich eigentlich relativ schlechten Kundenservice. Wir haben zwar auch schon öfter dort gebucht, aber hatten auch nie das große Problem, dass es mal Flugänderungen oder Streichungen gab. Sollte es dazu kommen, wird es schwierig, weil man diese Leute meistens nur per Telefon erreichen kann und das auch nur entweder auf Englisch oder ganz, ganz schlecht. Über unsere Flugsuche landet ihr bei einem deutschen Reisebüro. Das vertreibt dann diese Tickets und die sind dann auch Ansprechpartner für euch, sollten es mal Flugänderungen gegeben haben oder geben. Und das ist auch viel einfacher. Die sprechen mit euch Deutsch und bieten einen deutschen Service. Also ihr habt letztendlich den gleichen Service wie in einem ganz normalen Reisebüro auch. So, die erste Getränkerunde ist jetzt durch. Also zur Auswahl stehen hier diverse Getränke. Der Champagner, den es ja auch zum Boarding gab, als Welcome Drink. Und eine kleine Schüssel mit Nüssen. Da drin sind ganz viele verschiedene Nüsse. Walnüsse, Erdnüsse, Haselnüsse. Aber mal keine Mandeln. Was für ein Ding. Ich mag keine Mandeln. Also von daher, perfekt. Im Amenity-Kit der Swiss, in diesem Fall ist es ja das Metallkästchen, befindet sich das Übliche. Die Schlafmaske, Lippenbalsam, Zahnbürste, Zahncreme, Ohrstöpsel zum Schlafen und die roten Socken. Was Swiss auf einem Nachtflug leider nicht anbietet, sind Slipper und Pyjama. Das gibt es nicht, muss man sich leider selber mitbringen. Bei der Swiss füllt man sein Frühstück, also den Fragebogen, sage ich mal, vorher aus und der wird dann eingesammelt und dann kann man ankreuzen, ob man denn morgen zum Frühstück geweckt werden möchte oder halt auch nicht und was man alles essen möchte. Ich habe meine Wahl getroffen, das gebe ich jetzt ab und ich möchte in diesem Fall mal nicht geweckt werden. Sollte ich schlafen, ansonsten natürlich erst ich Frühstück, weil wir kommen ja in Zürich an und ich freue mich mal wieder in die neue Senator Lounge am Terminal A gehen zu können. Wir haben 2 Stunden Zeit in Zürich und werden mit Sicherheit dann dort sehr gut essen. Dann muss ich jetzt nie im Flugzeug essen. Ihr habt euch bestimmt gewundert, weil es lief alles so ein bisschen anders ab als üblich. Das lag in diesem Fall daran, dass wir offiziell bei der Swiss angefragt haben, ob wir dann filmen dürfen. Rechtliche Gründe hat das und es gibt dann eine Drehgenehmigung mit Auflagen. Das ist ja ganz normal. Und die Auflage war, dass wir beim Boarding nicht filmen dürfen, solange eine Durchsage läuft. Und es hat sich keiner gemeldet, der sich beschwert hat bzw. nicht gefilmt werden möchte. Abgesehen davon blurren wir oder machen wir hier alle Gesichter von Passagieren unkenntlich. Und die Crew in diesem Fall hat kein Problem damit und wird dann halt gezeigt. Ja, das ist der Grund, warum es heute ein bisschen anders abgelaufen ist. Ich habe mal mein neues Spielzeug rausgeholt, das Lautstärkenmessgerät. Und wir haben ein dBA von 75,8. Ist vergleichsweise relativ hoch. Man muss aber merken, wir sind jetzt über den Triebwerken und über den Tragflächen. Wäre ich weiter vorne, müsste ich nachher mal probieren, wären wahrscheinlich 3 dBA weniger. Weil normalerweise habe ich so um die 72 bis 73. Hinten in der Economy, hinter den Triebwerken, wird es mit Sicherheit lauter sein. Also Richtwert für euch, Swiss Business Class, Sitz 17, 75,8 dBA. Und die Steckdose befindet sich am rechten Sitz im Flugzeug auf der linken Seite, ziemlich zentral, einfach zu erreichen. Da ist ebenfalls auch ein USB-Anschluss. Wenn ich nach vorne gehe, zwischen den beiden Business-Class-Kabinen, ist auf der rechten Seite sind gleich 2 Toiletten. Es gibt mit Sicherheit noch mehr hier. Auf der anderen Seite sind wahrscheinlich auch nochmal 2, aber habe ich jetzt nicht gecheckt. Aber wahrscheinlich werden da welche sein. Sie sind beide relativ groß, aber sie könnten größer sein. Ich will aber jetzt nicht meckern. Sie sind
quasi Standardgröße. Aber ich habe hier eine ganze Menge an Amenities. Was ich richtig toll finde, sind so diese kleinen Cremetuben, also einmal Gesichtscreme. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn man sich da ein oder zwei von einpackt, weil für zu Hause sind die perfekt. Habe ich die auch gemacht. Und noch ganz viele andere möglich. Also es gibt hier noch ein Face Spray, nennt es sich, also quasi so ein Erfrischungsspray, weil die Luft ja hier mehr, wie immer, weniger trocken ist im Flugzeug. Und nochmal eine Lotion. Nochmal feuchte Tücher, normale Papiertücher und natürlich Wasser und solche Dinge. Becher ebenfalls. Das hat mal jetzt kürzlich jemand unter den Kommentaren geschrieben. Wieso wäscht ihr die Hände nur mit einer Hand? Ja, geht ja wohl schlecht, wenn ich in der anderen Hand die Kamera halte. Ja, es sieht ein bisschen blöd aus. Das war also quasi wieder die obligatorische Toilettenszene, die ich nicht weglassen darf. Ich habe es mal versucht, aber ihr habt es verhindert. Ist völlig in Ordnung. Habt ihr noch weitere Anregungen? Dann hinterlasst es mir bitte als Kommentar unten. Fehlt irgendwas in dem Flugreport oder könnte da noch was dazukommen? Oder ist irgendetwas zu viel? Wie gesagt, ich würde mich freuen über eure Anregungen, eure Kommentare. Oh, jetzt habt ihr gar nicht mehr das dunkle Brot, ne? Bitte? Jetzt habt ihr gar nicht das dunkle Brot, das habt ihr nur aus der Schweiz wahrscheinlich, das dunklere Brot. Leider, ja. Das wird alles in Brasilien geladen. Guten Appetit. Danke. Das ist die Vorspeise. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal Fisch und einmal Fleisch, also eher so ein bisschen Schinken. Ein frischer Salat dazu, Essigöl, Pfeffer, Salz natürlich auch und gleich die kleine Käseplatte dabei. Sieht aber sehr, sehr lecker aus. Und das ist jetzt die Hauptspeise. Ja, das Problem ist ja bei Steaks in einem Flugzeug ist es sehr schwierig, da die passende Bratgrad zu erwischen. Wenn man ins Restaurant geht, kann man sagen, okay, ich möchte Medium, ich möchte Medium Well, ich möchte roh haben oder beziehungsweise Rare. Geht im Flugzeug ja nicht, weil es ist ja alles vorgekocht, das wird eigentlich nur in dem Heizofen erhitzt. Sie hat sich jetzt so viel Mühe gegeben, hat sie gesagt, sie hofft, dass es nicht zu roh ist, weil sie hat es wahrscheinlich nur leicht erhitzt. Und ja, bin sehr, sehr gespannt, wie es denn schmecken mag. Jetzt mache ich aber nochmal schnell ein Foto. Oh, das ist auf jeden Fall einfach zu schneiden. Und es ist sogar noch ein bisschen rosa drin. Also es sieht sehr gut aus. Perfekt. Es ist überhaupt nicht trocken. Und es ist sehr zart. Ich bin sehr überrascht. Die Swiss kann tatsächlich ein richtig gutes Steak an Bord eines Flugzeugs bieten. Dazu gibt es Gemüse und ein Kartoffelgratin. Genau das würde ich in einem Steakhouse auch bestellen. Jetzt fehlt vielleicht noch das Knoblauchbaguette, aber ich habe gehört, die Swiss hatte eigentlich ein sehr, sehr gutes Knoblauchbaguette. Nur irgendwie heute leider nicht. Oh Leute, das sage ich euch, das war jetzt echt mega lecker. Ich bin extrem überrascht, wie gut das Steak war. Und die ganzen Beilagen, jetzt habe ich noch hier meine Käseplatte und eigentlich bin ich dann sowas von mega voll. Aber es gibt ja noch ein Dessert, nämlich Vanille Panna Cotta mit Beeren. Das ist mein Lieblingsdessert, also eines von einigen, aber mag ich besonders gerne. Und natürlich die Schweizer Schokolade gibt es auch noch dazu. Dann war es das aber auch. Dann könnt ihr mich aber auch gleich rausrollen. Sehr gerne. Ja, Panna Cotta? Ja, Genau. ja, gerne. Hättest du gerne einen Kaffee oder Tee oder Espresso? Ich hätte gerne einen Tee dazu. Ja. Danke. Alles gut, sonst? Perfekt. Ja. Schäfer, zum Abschluss. Oh ja, immer gerne. Wie war der Essen? Oh, perfekt. Also das Steak war sehr, sehr gut. Hat sie gut gemacht. Also die Küche war sehr gut. Darf ich mir 2 nehmen? Ja. Ja, selbstverständlich. Ja, okay. Ja, dann nehme ich da 3. Okay, ja, Die haben wir immer genommen. Dankeschön. Die Schweizer Pralinen gibt es wieder, aber es gibt ja verschiedene zwischen der Business Class und der First Class. Sind ja schon Unterschiede. Aber ich liebe ja die Schweizer Schokolade. So, und auch ich hatte meinen Hauptgang. Davor hatte ich Schinken, genau wie Stefan. Der war fantastisch.
Auch der Hauptgang, gefüllte Nudeln, also so Tortellini, waren wirklich sehr gut, besser als in mancher First Class. Ich nenne da jetzt mal keine Namen. Und ja, kann man nicht viel falsch machen. Lediglich der Käse, also so an der Seite serviert. Naja, das Jammern auf so sehr hohem Niveau, nicht wahr? Aber man darf es ja wohl mal erwähnen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden. Ich werde jetzt schlafen, habe mir noch 2 weitere Kissen besorgt hier von Swiss und erstmal gute Nacht bis morgen. Übrigens, ich habe mich nicht wecken lassen. Ich weiß nicht, wie es bei Stefan ist, ob er sich wecken lassen wird. Bei mir ist kein Wecken drauf und schauen wir mal, ob wir frühstücken oder nicht. Normalerweise würde jetzt ja noch die Szene kommen, wie ich auf Toilette gehe oder der Sitz, aber das habe ich alles schon gemacht. Das heißt, jetzt ist erstmal Schluss. Ich bin sehr gut gesättigt, also ziemlich voll. Das Essen war top, Service auch. Also die Crew ist wirklich mega freundlich, aber das ist irgendwie immer bei der Swiss. Ich habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht mit schlechtem Service oder unfreundlicher Crew. Noch nie. Und wir sind schon recht oft mit der Swiss geflogen. Ja, jetzt werde ich mich, glaube ich, erstmal so ein bisschen entspannt hinsetzen und noch einen Film schauen. Und dann haben wir ja noch ungefähr 8 Stunden Flugzeit bis nach Zürich. Dann werde ich schlafen können. Und dann sehen wir uns morgen früh dann wieder. Ne? Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Wie immer super gut geschlafen bei der Swiss. Auf dem mega weichen, langen Bett. Leider viel zu kurz. Es sind noch 1,5 Stunden bis nach Zürich. Super, danke schön. Das Frühstück ist fertig. Noch ungefähr eine Stunde bis Zürich. Und ja, man merkt schon, dass der Unterschied zwischen den Catering aus der Schweiz und jetzt zurück aus Südamerika oder aus Brasilien doch ein bisschen anders ist. Das Croissant, ich habe mich gefreut auf das leckere Schweizer Swiss Croissant, aber hier ist es ein ganz normales, helles Brötchen, was auch nicht so schlimm ist. Dazu gibt es Birchermüsli, Früchte, normalen Joghurt und der Smoothie, der ist bei der Swiss mega lecker, mag ich total gerne. Es wird wahrscheinlich Orangensaft mit rote Beete sein und noch was anderem drin. So, guten Morgen Leute, auch von mir und mein kleines Fazit zu diesem Swiss Halbnachtflug, sage ich mal. Also, ich muss sagen, es war schon ein Unterschied als zu dem Flug, wo wir nach Sao Paulo geflogen sind. Das lag allerdings daran, das hat man mir erklärt, nach 22 Uhr zum Beispiel soll es relativ schnell gehen. Da fällt beispielsweise dann auch der Aperitivservice weg, was diesmal der Fall gewesen ist. Das heißt, es gab eine Auswahl von Nüsschen, es gab den Aperitif, auch fuhr der Getränkewagen, so nenne ich es mal, der Getränkeservice, häufiger durch die Kabine. Und ab Sao Paulo, die Nudeln waren perfekt, die ich hatte. Stefans Fleisch vermutlich auch besser als ab Zürich, so wie ich das gehört habe. Naja, egal. Ich war jedenfalls mega zufrieden, jetzt nach 2 Jahren das Produkt wieder geflogen zu sein. Und es hat richtig Spaß gemacht, besonders hier auf diesem Thron sozusagen, wo man ganz alleine sitzt. Ja, zu meckern hatte ich nichts, was mich gestört hat. Aber das ist das Einzige und auf Meckern auf sehr hohem Niveau. Genau das, wenn man sich nämlich da hinsetzt und aus Versehen mit dem Ellbogen rankommt, dann verstellt sich der Tisch, aber der Sitz, Entschuldigung, das ist auch das Einzige und mal ganz ehrlich, muss man Ellbogen halt woanders hin tun. Ansonsten von meiner Seite nichts zu meckern. Okay, bis dann. Und ein ganz wichtiges Fach habe ich ja ganz vergessen. Da ist auch nochmal eine Menge Platz für Dinge wie zum Beispiel ein Laptop oder Kameras, was auch immer. Also eine Menge Verstaumöglichkeiten hier am Platz. Gut, ich sage mal, wir sind jetzt nämlich fast am Ziel. Wir sind gerade über die Schweizer Alpen. Das Matterhorn konnten wir gerade wunderbar sehen. Ich hoffe, die Aufnahmen kann ich euch jetzt zeigen.
Wir sind gleich im Landeanflug auf die Schweiz, auf Zürich und ich denke, ich kann schon mal sagen, dass mir dieser Flug sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe Alles gut. alles perfekt, ja. Okay, schön. Hast du jetzt geschlafen? Ja, ein bisschen habe ich geschlafen. Also ich glaube so 3-4 Stunden, aber es reicht ja aus. Oh ja, jetzt stehen wir hier. Ja, das war ein richtig toller Flug heute. Jetzt sind wir draußen und ja, ich kann nur sagen, wie immer, toller Service, tolles Bett, tolles Flugzeug, tolles Essen. Mega zufrieden. Dominik hat das mit Sicherheit auch schon gesagt. Und ja, ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Flight Report. Ja, und übrigens, wir hatten diesmal keinen Durchstarten. Das letzte Mal, als wir mit der 777 hier nach Zürich geflogen sind, gab es ein Durchstarten und wir hatten zufällig auch denselben Piloten hier an Bord. Also, alles ist gelaufen. Was sagen? Da, guck mal her. So gut habe ich geschlafen. 1 Stunde 19 Tiefschlaf. Das ist also ungewöhnlich für einen Flug. Bis zum nächsten Mal. Leider viel zu kurz. Ich habe Glück, bei mir geht irgendwie alles. Bei mir geht sogar der Ton. Ja, also alles gut. Schön, wirklich Glück gehabt.